Eine Achterbahn, die absurd in den Berg gesprengt wurde und sich komplett ans Gelände anpasst und auch heute noch nach allen Jahren wirklich beeindruckend und Weltklasse ist. Darüber reden wir heute hier in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Redview Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und dem Review zu Helix. Helix wurde wirklich buchstäblich in einen Fels reingesprengt und ist auch heute noch 11 Jahre nach Opening eine Weltklasse-Achterbahn mit einigen Besonderheiten, die es wirklich in sich hat und einiges zu bieten hat. Einige Achterbahnen sind auf dem Papier absolut nicht beeindruckend, überzeugen dann aber bei der Fahrt total. Helix macht beides. Überzeugt auf dem Papier und überzeugt bei der Fahrt. 41 Meter hoch, 1381 Meter lang und 100 km/h schnell mit 7 Inversionen, also über Kopfelementen auf der Strecke verteilt. Und das Ganze wird befahren mit 3 Zügen, wo jeweils 20 Personen Platz finden, was bedeutet, dass man theoretisch 1350 Personen pro Stunde wegfahren kann. Die Züge sehen sehr gut aus, sind die Mega Coaster-Züge von Mack Rides, die ihr zum Beispiel von Bluefire kennt, hier mit einem sehr nicen Lichtpaket versehen bei Helix. Und vor allem das Ganze drumherum sollen um die 200 Millionen schwedische Kronen gekostet haben. Es gibt andere Quellen, die sagen 239 Millionen schwedische Kronen. Eventuell ist das aber auch dann zusammengepackt, denn 40 Millionen Kronen allein soll es gekostet haben, um überhaupt den Fels teilweise wegzublastern. Bedeutet 40 Millionen schwedische Kronen ungefähr 3,5 Millionen Euro und ja, entweder 17,5 oder 23 Millionen Euro insgesamt Projektvolumen für Helix in Liseberg. Da sind wir nämlich auch, Liseberg ist der Freizeitpark, in dem wir uns befinden und das ist in Göteborg in Schweden und Helix wurde von Mack Rides gebaut, ein renommierter Achterbahnhersteller aus Deutschland. RCS, Ride Construction Service, haben die Achterbahn aufgebaut. Die sind auch eine absolute Fachfirma zum Aufbauen von Achterbahnen, kommen aus Deutschland, sowie auch IMAScore, die für den Soundtrack gesorgt haben, den es in einer sehr langen Version gibt, der auch ziemlich cool ist. Und ich weiß ganz genau, dass einige von euch jetzt zu Hause sitzen und das Ganze mit summen oder grölen, je nachdem, was ihr da so macht. Thematisch ist Helix, ja, in einem futuristischen Laborsetting mit DNA- und Beschleunigungssymbolen eingebettet. Daher auch so ein bisschen der Name Helix. Und vor allem der Wartebereich ist ja futuristisch, zukunftsorientiert, viel Glas, Metall, LEDs und vor allem extrem viel Beton. Vielleicht wird der eine oder andere auch sagen, es ist alles sehr hässlich. Ich finde es jetzt nicht so schön und fühle mich da eher wie in einem Parkhaus statt in einem Ride. Aber das ist auch vielleicht Geschmackssache. Was denkt ihr? Wie gefällt euch das Ganze bei Helix? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten hat Helix keine bestimmte Storyline und benutzt jetzt nicht irgendwelche Figuren oder Mythen wie andere Bahnen im Park und ist halt wirklich dieses futuristische Zukunftslabor, abstrakte Ding mit diesem sehr coolen Soundtrack, der, ja, wie soll man es beschreiben, orchestral elektronisch daherkommt und halt wirklich ins Ohr geht und im Kopf bleibt. Ne, das war Radiowerbung. Wenn ihr mitfahren wollt, müsst ihr mindestens 130 cm groß sein und 7 Jahre alt. Es gibt aber auch einen Testsitz vor dem Eingang. Aber nicht nur der entscheidet, sondern ihr müsst auch beide Beine mindestens bis zum Knöchel haben. Mindestens mit einer Hand müsst ihr euch festhalten können. Ihr braucht ausreichend Kraft in Oberkörper und Kopf, um über die ganze Fahrt hinweg euch an die Rückenlehne und an die Kopfstütze zu halten. Und es müssen auch alle Prothesen vor der Fahrt abgenommen werden. Das sind so diese Ride-Bestimmungen neben Mindestgröße und Mindestalter. Außerdem gibt es ja wie gesagt den Testsitz und der entscheidet dann bei Grün, let's go, ihr könnt fahren wie ihr lustig seid. Bei Gelb heißt es mit euch ab in die letzte Reihe, da gibt es die sogenannten Big Boy Seats und bei Rot geht's leider nicht, dass ihr mitfahren könnt. Helix hat einen Over-the-Shoulder-Lapbar, wie ihr den bei Bluefire kennt, und inzwischen nachgerüstet Gurte, die vorne auch nochmal reinkommen. Gab es früher nicht, sind inzwischen da auch vorhanden. Aber das Wichtigste ist natürlich die Fahrt und die Fahrt geht sofort los, nachdem der Dispatch gedrückt wurde. Kleine Gates gehen auf und ihr stürzt direkt nach unten aus der Station raus, denn Helix ist in den Berg reingebaut und ist ein Terrain-Coaster und ihr fahrt aus der Station direkt bergab und in die erste Inversion und zwar in den Corkscrew. Dann geht's links raus
in der großen, langgezogenen Linkskurve geht es auf den ersten Launch-Track, denn das Ganze ist ein Multi-Launch-Coaster. Ihr werdet zweimal abgeschossen bei Helix und das mit einem LSM-Antrieb, also einem Linear-Synchronmotor. Und ihr rollt in den ersten Launch rein, werdet beschleunigt und fahrt den Berg quasi so ein Stück hoch, um anschließend dann in einen weiteren großen Corkscrew zu fahren, der in einer Linkskurve mündet. Und daraufhin folgt so ein Twisted Airtime Hill, würde ich es mal nennen. Und es stürzt weiter den Berg hinab und dann in den Norwegian Loop. Und das ist ein Fahrelement, was aus 2 Inversionen besteht. Und von der Seite betrachtet ähnelt das Ganze dem Brezel Loop, weil es aussieht wie eine Brezel, den man von Flying Coastern kennt. Der kann aber bei einem normalen Coaster so nicht gefahren werden und muss sich dann hier und da nochmal eindrehen. So könnte man es eventuell beschreiben als Dive Loop mit anschließenden Immelmann. Der Norwegian Loop wurde erstmals im Tusenfrüh bei Speed Monster verbaut. Das ist die Achterbahn mit Kranplätzen, müssen verdichtet sein. Und auch bei Fahrenheit in Hershey Park gibt es einen Norwegian Loop und der dritte weltweit einzige Norwegian Loop ist jetzt hier bei Helix in Liseberg. Nach dem Norwegian Loop geht es dann nochmal richtig close an den Felsen vorbei, die dafür weggesprengt wurden und auf einen weiteren Airtime Hill und daraufhin folgt die Zero G-Roll. Super Element, es geht über Kopf und das schwerelos. Tolle Fahrfigur. Daraufhin in einer Helix den Berg runter und dann gibt es eine zackige Kurve nach rechts in so einen kleinen Mini-Tunnel und da direkt wieder raus auf den zweiten Launch-Track und der zweite LSM-Boost beschleunigt den Zug dann noch einmal und es geht in einen Inside Top Hat. Also wir arbeiten uns quasi den Berg wieder hoch, nachdem wir ziemlich weit den Berg runtergefahren sind. Aber davor gibt es nochmal eine Rechtskurve mit einem Airtime Hill und dann geht es links den Berg richtig hoch. In einer S-Kurvenkombination, die in einer großen Rechtskurve mündet und uns in die finale Inversion und zwar den Inline-Twist bringt, der in die Schlussbremse mündet und wir haben dann noch ein bisschen Fahrt zurück wieder in die Station. Braucht ein bisschen Puffer und Platz, weil man ja theoretisch mit 3 Zügen auch unterwegs sein kann oder auch praktisch mit 3 Zügen oft unterwegs ist. Und vor allem durch dieses geile Lichtpaket und das Setting da mitten in Göteborg oben auf dem Berg, Night Rides auf Helix, sehr zu empfehlen, müsst ihr auf jeden Fall machen, das ist ein absolutes Highlight. Wir hatten damals mit der Funtours onride.de Tour eine ERT nach Parkschluss auf Helix im Dunkeln, das war wirklich sehr, 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 sehr geil. Nicht so geil war wahrscheinlich für die Verantwortlichen der Bau von Helix, denn das war mehr Aufwand, als das bei normalen Achterbahnen eventuell der Fall ist. Helix nutzt halt ideal das Gelände und ist in den Hang reingebaut. Das ist super cool, das macht super Spaß. Die Bahn interagiert mit Bäumen und Felsen und ist zwischen andere Attraktionen und Achterbahnen gebaut worden. Das ist wirklich sehenswert beim Fahren und auch beim Nichtfahren und überhaupt wie die Bahn aussieht, das sieht richtig, richtig gut aus. Aber das ist nicht so einfach gewesen. 2014 hat Helix eröffnet, die Planungen haben 2010 schon begonnen und das ganze Areal wurde erstmal komplett 3D-Laser vermessen. Und man hat jetzt nicht hier, wie zum Beispiel bei Balder, eine große Betonplatte, wo man dann die Bahn draufstellen kann. Es gibt zum einen aufgesetzte Punktfundamente, aber zum anderen wurden auch Ankerstäbe mehrere Meter tief in den Fels reingebohrt und dort befestigt, um dann dort die Stützen zu installieren. Und Helix wurde so geplant und gerechnet, dass die Stützen zum einen die ganze Statik tragen, so wie sie es machen müssen bei einer Achterbahn, aber das Ganze auch matcht und passt mit dem Untergrund, wo Helix hingestellt werden muss. Wie sowas funktioniert und wie man sowas macht, es ist super komplex. Wir haben da ein sehr ausführliches Video mitgebracht, da waren wir bei Weiß Ingenieure, das verlinke ich euch auch gerne hier, die für überwiegend Mack-Rides Stützen berechnen. Guckt da gerne mal rein, wenn ihr Bock drauf habt. Es ist schon ein Deep Dive, aber trotzdem nur an der Oberfläche gekratzt, weil das so komplex ist. Nichtsdestotrotz musste aber auch Felsen weggesprengt werden für Helix. Das wurde aber wirklich gezielt und sparsam gemacht, um nicht nur die Natur zu schonen, sondern man musste Platz schaffen, den man brauchte, ohne das, was bleiben soll, zu destabilisieren. Und natürlich wollte man auch die Natur schon schützen und erhalten und dann auch den Charakter dieser Bahn so haben, dass man in diesem Terrain unterwegs ist und dann durch die Felsen fährt und an den Bäumen vorbei. Und das ist bei Helix, glaube ich, doch sehr gut gelungen und einfach Wahnsinn. Letztens hatten wir es auch, da hat Mi.Scooter unter dem Boulder Dash On-Ride geschrieben, dass das doch viel geiler wäre,
mehr in die Natur zu bauen. Man braucht nicht unbedingt diese ganze Thematisierung, diese Themenwelten, sondern die Fahrten durch die Natur sind doch schon mega geil. Bin ich 100% dabei, so durchs Gelände, die Bahn zu bauen, ist super cool. Aber wie man auch hier wieder sieht, es ist nicht einfacher, es ist viel schwerer, da irgendwas reinzubauen. Die Regularien sind viel krasser und je nachdem kann es auch viel, viel teurer sein, als wenn man ganze Themenwelten neu drum schafft, eine Bahn einfach in bestehende Natur irgendwie reinzubekommen und auch die Wartung und alles. Es wird nicht einfacher, aber es sieht super geil aus, macht super viel Spaß, ist bei Helix sehr gelungen und vor allem auch heute noch super Layout, super Fahreigenschaften, macht richtig, richtig Bock und so geil in das Gelände eingebettet und dieses Setting in Liseberg mitten in der Stadt, aber auch in diesem Felsen drin, durch diese Natur, ist außergewöhnlich, besonders und fast schon einmalig. Meiner Meinung nach, was denkt ihr über Helix in Liseberg? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr wieder hier auf dem Ride4 YouTube-Kanal zu einem neuen Video.